Bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam. Mami-Maid! Heute macht die Mami das. Hallo und herzlich willkommen bei Mommy-Maid. Ich bin die Sarah und hier auf dem Kanal gibt es jede Woche ein neues Video aus den Bereichen Nähen und Do-It-Yourself. Immer mal wieder auch sehr gerne mit Gaming- oder Filmbezug und immer mal wieder auch in Kombination mit einem Gewinnspiel. Beides ist heute der Fall. Solltet ihr grundsätzlich Interesse haben an derlei Videos, freue ich mich sehr, wenn ihr hier unten den Kanal abonniert und dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Das heutige Video entsteht in Kooperation mit Paramount Pictures. Ja, die mit dem Berg und den Sternen und den Kinofilmen, denn Paramount Pictures bringt diese Woche Sonic zurück ins Kino. Setz den Ring ein und rette mich! Diesmal mit Verstärkung. Ich hoffe nur, wir sind nicht zu spät. Großer Gott, jetzt gibt es schon 2 von denen. Und auch Dr. Robotnik taucht wieder auf. Willkommen in der neuen Normalität. Ebenfalls mit Verstärkung. Dein Weltraumstachelschwein. Ich bin ein Echidna-Krieger. Das ist der Moment, der große Held zu sein. Ist ein mieser Zeitpunkt, aber ich habe ehrlich gesagt keinen richtigen Plan. Hey, du hast ja so einen Fleck auf deiner... Oh nein. Ich heiz euch etwas ein. Sonic! Oh toll, der Winter Soldier. Wir halten zusammen, egal was passiert. Du bist untalentiert, Festhalten! untrainiert, unwürdig. Du hast was vergessen. Unaufhaltbar. Seit gestern Donnerstag, dem 31. März, läuft Sonic the Hedgehog 2 in Deutschland in den Kinosälen. Und ich freue mich schon wie Bolle drauf. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich gehe am Wochenende rein. Aber ich freue mich schon sehr auf Sonic, im Deutschen von Julian Bam gesprochen. Und bei aller Kontroverse, ich finde, Julian Bam gibt einen wunderbaren Sonic ab. Auf Jim Carrey als böser Dr. Robotnik freue ich mich. Aber am allermeisten freue ich mich, glaube ich, tatsächlich, dass sie Tails mit aufgenommen haben und den bösen Gegenspieler Knuckles. Und weil das so ist und weil ich, wie ihr wisst, gerade im Wendetier-Mood-Plushie-Stofftier-Näh-Modus bin, war für mich klar, ich werde ein Sonic-Mood-Plushie nähen. Und zwar nicht mit einem glücklichen Sonic auf der einen und einem wütenden Sonic auf der anderen Seite, sondern inspiriert von diesem Bild mit einer Seite Sonic und der anderen Seite Knuckles. Und auf die gleiche Art und Weise könntet ihr natürlich theoretisch auch ein Sonic Tails Plushie machen. Das Ganze basiert auf meinem Katzen-Mood-Plushie-Schnittmuster. Das bräuchtet ihr also, um loslegen zu können. Die zusätzlichen Schnittmusterteile habe ich euch als Freebie in den Mommy-Maid Shop gestellt. Alle Links zu allen Sachen, die ich hier heute verwende und die ihr beschaffen müsstet, um auch einen Sonic Knuckles Mood-Plushie zu nähen, verlinke ich euch wie immer unter diesem Video in der Infobox. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, dass es sich lohnt, bis zum Ende dran zu bleiben, denn ich darf hier heute auch etwas verlosen. Aber jetzt nähen wir erstmal unser Mood-Plushie. Viel Spaß! Ihr braucht ca. 20 cm Vlies oder Plüsch in Sonic Blau, ca. 20 cm Vlies oder Plüsch in Knuckles Rot, ein wenig hautfarbenen und weißen Vlies oder Plüsch für das Gesicht, Nähgarn in passenden Farben, eine Handnähnadel, ca. 100 bis 150 Gramm Füllwatte und für Augen und Mund noch wahlweise Textilstifte oder Textilkleber und Filz oder euren Plotter und entsprechende Plotterfolie. Übertragt alle Schnittmusterteile auf euren Stoff. Beachtet dabei, dass das Schnittmuster keine Nahtzugaben beinhaltet, ihr diese also beim Zuschnitt ringsherum in der Breite, die ihr zum Nähen braucht, hinzufügen müsst. Übertragt auch eventuelle Schnittmarken oder Abnäher auf die Rückseite eures Stoffes. Das könnt ihr je nach Stoff sehr gut mit Trickmarker tun, mit Bleistift oder Kreide. Als erstes nehme ich mir das Gesicht von meinem Sonic bzw. meinem Knuckles vor. Ich habe da die Nahtzugaben hier oben und unten an den Abnähern schon mal eingeschnitten, damit ich die zur besseren Orientierung auf der Vorderseite habe. Denn das, was wir jetzt als erstes machen, ist, diese Augenteile zu applizieren. Sowohl beim Sonic als auch beim Knuckles entsprechend des Freebie-Schnittmusters, das ihr euch runterladen könnt. Wenn ihr das Ganze aus Filz oder Vlies appliziert, dann braucht ihr euch um die Ränder keine Sorgen machen. Ich verwende hier ein sehr kurzfloriges Plüsch. Allerdings ist das aus 100% Polyester mit dem schönen Vorteil, dass ich verhindern kann, dass die Ränder ausfransen, indem ich da einfach ganz kurz mit dem Feuerzeug am Rand ein bisschen entlang gehe und das so an der Seite veröde.
Dann kann mir da in Zukunft nichts ausfransen. So, für die Platzierung nehme ich mir das Mundteilschnittmuster oder das Nasenschnittmuster, lege mir das hier unten auf, in der Mitte, deshalb die Orientierung an diesen Abnäher-Nahtzugaben. Und darüber platziere ich mir diese Augenpartie. Beim Knuckles sieht die ein bisschen anders aus, aber von der Platzierung her ist das Gleiche. Da stecke ich mir dieses Teil fest, an so vielen Stellen, wie ich das brauche, und gehe dann damit unter die Nähmaschine und steppe das Ganze fest. Wer möchte, kann sich dieses Teil natürlich zur einfacheren Weiterverarbeitung auch anstelle von Stecknadeln mit doppelseitigem Klebeband, Flieseline oder einem einfachen Klebestift fixieren. So sieht das Ganze jetzt aus. Wenn ihr die Augen eures Sonic und eures Knuckles aufnähen möchtet, also applizieren, müsstet ihr das auch an dieser Stelle tun. Ich habe bei diesem Exemplar die Augen, sowohl den äußeren Rand als auch die Pupille und die Reflexe aus Filz ausgeschnitten und aufgeklebt. Alternativ könnte man sich das Ganze auch aus Plotterfolie ausschneiden und aufbügeln. Beides lässt sich wunderbar zum Schluss machen. Ich persönlich finde das einfacher, weil dann die Form des Tieres schon da ist, des jeweiligen, und man den Gesichtsausdruck ein bisschen besser variieren kann. Wenn ihr das aufnähen möchtet, müsstet ihr das jetzt tun. Und jetzt näht ihr sowohl euren Sonic als auch euren Knuckles so zusammen, wie in besagtem Wendetier-Video geschildert, das ihr jetzt hier in der Seitenleiste findet. Einzige Änderung, die ich vorgenommen habe: ich habe keine Füße und keinen Schwanz genäht. Ich habe die Ohren nur für die Sonic-Seite genäht. Beim Knuckles sieht man die nicht. Und bei den Füßchen könnt ihr euch entscheiden, ob ihr, so wie ich das an diesem Exemplar gemacht habe, die Füßchen komplett weglasst oder ob ihr das hübsch findet, wenn hier unten weiße Füßchen rausgucken. Da könnte man natürlich jetzt noch freestylen und auf der Knuckles-Seite vielleicht noch tatsächliche Knuckles anbringen. Das habe ich mir jetzt geschenkt. In jedem Falle näht ihr den Rest erstmal so zusammen, wie in dem Video geschildert. Und bei Knuckles lasst ihr hinten bitte auf jeden Fall eine Wendeöffnung. Wundert euch nicht, Nase und auch den Rest des Kopfes machen wir gleich noch im Anschluss. Wenn ihr jetzt wieder hier seid in diesem Video, dann solltet ihr jetzt zwei Teile vor euch haben, die so ein bisschen aussehen wie zwei Superheldenmasken. Die Sonic-Variante geschlossen, nur mit Augen, die Knuckles-Variante mit Augen, aber hinten auch einer Wendeöffnung. Und diese beiden Teile müssen wir jetzt miteinander verbinden. Dafür lege ich sie mir Auge auf Auge, Nase auf Nase, die da noch nicht ist, und stecke hier die Abnähernähte aufeinander fest. Und dann stülpe ich das eine Teil um das andere, in meinem Fall hier, weil ich Rechtshänder bin, den Sonic um den Knuckles. Das könnt ihr aber auch umgekehrt machen, das ist im Grunde egal. Und stecke jetzt ringsherum die obere Kante zusammen und achte dabei darauf, dass alle Nähte und Abnäher aufeinandertreffen, rechts auf rechts. Und wenn alles ringsherum wunderbar aneinander festgesteckt ist, gehe ich damit unter die Nähmaschine und nähe einmal ringsherum mit einem einfachen Geradstich beide Köpfe aneinander fest. Spätestens an diesem Punkt ist es unfassbar wichtig, dass eines eurer beiden Elemente, in meinem Falle der Knuckles, eine Wendeöffnung hat. Sonst kommen wir, wenn wir das hier einmal zusammengenäht haben, nicht mehr weiter. Solltet ihr es also vergessen haben, trennt jetzt in einem der beiden bitte hinten die Rückennaht auf, damit wir das Ganze später wenden können. Und alle anderen gehen an die Nähmaschine und nähen einmal ringsherum. Bam, 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 badam, bam. Wenn ihr die Naht obenrum geschlossen habt, könnt ihr euch eure Wendeöffnung suchen und das ganze Konstrukt über selbige nach außen drehen. Im Resultat habt ihr zwei Köpfe, die an der Basis miteinander verbunden sind und die ihr jederzeit eben den einen in den anderen stülpen könnt. Und da sehen wir dann schon mal, worauf das später hinauslaufen wird. Damit dieses Ding jetzt, wenn wir es komplett fertiggestellt haben und gestopft haben und die Wendeöffnung geschlossen haben, nicht mehr das hier machen kann, müssen wir die oberen Scheitelpunkte innen miteinander verbinden. Das heißt, ich lege mir das nochmal so auseinander, greife in meine Wendeöffnung rein und ziehe mir sowohl den roten als auch den blauen Scheitelpunkt nach außen. Gucken, dass sich das nicht verdreht. So, hier ist mein einer Scheitelpunkt und da ist mein anderer. Und die beiden nähe ich jetzt mit ein paar Stichen mit Handnadel und Faden aneinander fest. Und zwar einfach hier oben die Nahtzugaben mit ein paar Stichen. Die müssen auch nicht ganz press aneinander sein, da kann auch so ein bisschen Abstand sein. Wir wollen ja da auch noch Füllwatte reinkriegen. Aber sie sollten in jedem Falle aneinander fixiert werden, damit sie sich eben hinterher nicht mehr voneinander trennen können. So,
Und dann, wie gesagt, können sie nicht mehr aufgezogen werden. Das heißt, wir haben ab jetzt immer einen im anderen drin. Jetzt können wir unserem Sonic Knuckles Form geben, indem wir durch die Wendeöffnung hinten Füllwatte einfügen. Nicht zu viel, denn die beiden bekommen ja noch Stacheln, die dann hinterher auch mit in den jeweils anderen Kopf hineinpassen müssen, wenn wir es wenden. Die sind in der Regel primär hinten platziert. Ich gucke also, dass ich, wenn ich die Füllwatte hier reinfülle und die sich natürlich erstmal hier hinten, wo die Wendeöffnung ist, am hinteren Kopfteil beutelt, dass ich die in meinem Tier hier vorne hinters Gesicht buxiere. Denn eigentlich will ich gerade mit der Füllwatte das Gesicht ein bisschen plastischer bekommen. Wenn ihr mit dem Füllgrad soweit zufrieden seid, überprüft das ruhig, indem ihr ab und zu mal die Seite wechselt und das ausformt. Und wenn ihr dann mit dem Füllgrad zufrieden seid, könnt ihr hier hinten die Nahtzugaben nach innen schlagen und mit Nadel und Faden und dem Matratzenstich, wie der geht, zeige ich euch in diesem Video, diese Wendeöffnung schließen. Bam, 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 badam, bam. Unser Sonic und unser Knuckles brauchen jetzt natürlich noch Gesichtszüge. In allererster Linie dieses Nasenteil und die Stupsnase. Für das Nasenteil findet ihr ein solches Ding in eurem Schnittmuster, das ich euch aufgezeichnet habe. Übertragt das pro Charakter auf eine doppelte Lage, also 2 gegengleiche Teile aus hautfarbenem Vlies oder Plüsch und markiert euch auch diesen Abnäher. Das erste, was wir jetzt machen, ist diesen Abnäher zu nähen, genauso wie wir das bei den Kopfteilen schon gemacht haben. Also hier die Randpunkte aufeinander zu legen und dann vom Rand angefangen in Richtung Faltpunkt einen Stich über die Falz hinweg und wieder zurück diesen Abnäher zu nähen. Wenn ihr das gemacht habt, legt ihr beide Teile rechts auf rechts und näht einmal die Umrandung zusammen, schneidet im Anschluss ringsherum eure Nahtzugaben zurück und wendet das Ganze auf rechts. Und dieses so vorbereitete Teil könnt ihr jetzt mit Füllwatte ausfüllen. Verteilt überall ein bisschen, den Großteil allerdings hier vorne direkt hinter dem Abnäher. An den Rändern braucht es nicht so viel. Wenn ihr damit soweit fertig seid, könnt ihr hier unten die Nahtzugaben nach innen klappen und auch hier wieder mit Nadel und Faden und dem Matratzenstich die Öffnung schließen. So, für alles ab jetzt macht es Sinn, euer Stofftier schon mal auszuformen. In dem Sinne, dass ihr entweder, wenn ihr schon mehrere Wendetiere genäht habt, ein anderes Wendetier einfach da reinstopft oder einen Ball oder ein zusammengeknülltes T-Shirt oder was auch immer. In jedem Falle ist es einfacher, Gesichtszüge zu formen und das Aussehen eines zukünftigen Stofftieres zu bestimmen, wenn das soweit ausgeformt ist. So, in unserem nächsten Schritt wollen wir die eben zusammengestellte untere Hälfte, Nase, hier anbringen. Und ab jetzt machen wir unfassbar viel mit dem Matratzenstich, mit Handnähnadel und Faden. Und wer sich da schwer tut oder wem jetzt, weil er in letzter Zeit viele Stofftiere genäht hat, die Finger wehtun, der kann entweder jetzt zu seinen Fingerhüten greifen oder sich alternativ solche Arbeitshandschuhe anziehen. Das erleichtert das Ganze ungemein. In jedem Falle wollen wir jetzt diese Nase hier eben feststecken. Guckt, dass, wie gesagt, ein Großteil der Füllwatte in der Mitte ist. Und dann haltet ihr das entweder fest, wenn euch das sicher genug erscheint, oder steckt es ringsherum mit Stecknadeln am Gesicht fest. Das ist völlig euch überlassen. Dabei werdet ihr feststellen, dass dieses Gesichtsteil länger ist als euer Stofftierteil. Das ist in Ordnung so, denn da wollen wir das später rumklappen und mit dem jeweils anderen von der Gegenseite verbinden. Und dann, wie gesagt, ringsherum mit dem Matratzenstich, so dass das Gesichtsteil über der Naht der Augen liegt, also den unteren Rand so ein bisschen verdeckt, einmal ringsherum festnähen. Bam, 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 badam, bam. Wenn ihr das sowohl bei eurer Sonic als auch bei eurer Knuckles-Seite getan habt, könnt ihr die beiden Gesichtsteile am unteren Rand einfach mit ein paar Stichen miteinander verbinden. Fehlt dem Gesichtsteil hier vorne noch die schwarze Stupsnase. Für die schneidet ihr jeweils einen Kreis aus schwarzem Vlies aus und näht mit Handnähnadel und Faden einmal ringsherum um den äußeren Rand. Dabei ist es relativ egal, wie lang eure Stiche sind, wie weit die auseinander sind. Das muss nicht gleichmäßig sein, aber einmal einfach ringsherum und haltet dabei am besten euren Daumen in der Mitte. Und dann seht ihr, wenn ihr an dem Faden zieht, schon, dass sich das am Rand zusammenzieht und euren Daumen umschließt. Jetzt könnt ihr an besagter Stelle in der Mitte etwas Füllwatte platzieren
und das Ganze dann mit einem beherzten Zug an besagtem Nähfaden zusammenziehen und die Öffnung dann schließen, indem ihr unten mit ein paar Stichen die Nahtzugaben aneinander festnäht. Schneidet den Faden nicht ab, wir benutzen den direkt, um dieses ganze Konstrukt jetzt auf unserem Sonic bzw. Knuckles festzunähen. Wie gehabt, wie überall, mit dem Matratzenstich. Und dann fehlen unserem Sonic und unserem Knuckles nur noch die Augen und die Zacken am Kopf. Von den Zacken oder Stacheln am Kopf braucht ihr 5 pro Seite. Also 5 blaue Stacheln für den Sonic und 5 rote Stacheln für den Knuckles. Und ein Stachel besteht aus 2 Gegengleichen dieser abgerundeten Dreiecke. Die legt ihr jeweils rechts auf rechts. Näht einmal oben die Rundungen zusammen, lasst unten offen, schneidet die Nahtzugaben ringsherum etwas ein, wendet das Ganze auf rechts und füllt es dann mit Füllwatte aus. Und wenn ihr die alle habt, kommt, was kommen musste, nämlich wir nähen die alle mit Handnähnadel und Faden und dem Matratzenstich an unserem Kopf an. Und zwar bekommt, wie gesagt, jede Seite 5 Stück, einmal hier oben im Zentrum und dann jeweils 2 auf jeder Seite. Achtet darauf, dass ihr nicht einfach nur unten die Nahtzugabe einklappt und das annäht. Dann stehen diese Stacheln einfach senkrecht ab. Das möchten wir nicht. Wir möchten, dass die ein bisschen nach hinten gebeugt sind. Also nähe ich zuerst die Vorderseite an, bestimme dann den Winkel, der mir am besten gefällt, in dem diese Zacken verlaufen sollen, halte das hier fest und verbinde den Kopf dann mit diesem Teil des Zacken. Also an meinem Stirnzacken hier wäre das etwa so auf dieser Höhe, etwa so 2 cm von der Basis entfernt. Da würde ich das Ganze am Kopf festnähen, damit das dann eben ein bisschen zurückversetzt ist und nicht senkrecht absteht. Beim Sonic mache ich das nur leicht nach hinten gewendet. Der Knuckles bekommt Zacken, die deutlich weiter nach hinten gehen, so ein bisschen wie zurückgegelte Haare. Dafür habe ich die obere Zacke in der Mitte quasi komplett nach hinten auf den Rücken gelegt und am Rücken festgenäht. Und die anderen Stacheln auch etwas anders platziert. Also hier eher schräg nach unten verlaufend und die in der Mitte nach vorne übers Gesicht laufend und habe die hier auch vorne am Gesicht festgenäht. Wenn ihr das gemacht habt, fehlen, wie gesagt, eurem Sonic und eurem Knuckles nur noch die Pupillen, ein Mund und beim Knuckles wahlweise noch Gesichtszüge. Den könnt ihr noch wütender gucken lassen, indem ihr den Stoff hier einfach an der Stirn noch ein bisschen in Richtung Augenpartie drückt und hier mit Nadel und Faden quasi diese wütenden Augenbrauen noch absteppt. Also einfach hier entlang näht. Fertig ist euer Mood-Plushie hier in der Variante mit den blauen Augen, die Sonic bekommt, wenn er seine Kräfte auflädt. Darüber hatte ich euch auf Instagram abstimmen lassen. Und auf der anderen Seite einem wütenden Knuckles. So, ich hoffe, ihr habt viel Freude mit eurem Sonic Knuckles oder auch Sonic Tails Wende Mood Plushie. Und ich darf jetzt hier heute noch etwas verlosen. Und zwar 2 Kinokarten für Sonic the Hedgehog 2, ein Ringlicht, das ihr euch auf euer Handy montieren könnt und ein Sonic the Hedgehog Lineal. Was ihr tun müsst, um das zu gewinnen, ist mir einen Kommentar unter diesem Video dazulassen, in dem ihr mich wissen lasst, wie der rote Gegenspieler von Sonic the Hedgehog heißt und was er ist. Also wenn die Frage nach Sonic wäre, würdet ihr schreiben Sonic the Hedgehog oder Sonic der Igel. Ich möchte jetzt wissen, wie er hier heißt und was er ist. Kleiner Tipp, er ist kein Weltraumstachelschwein. Den kompletten ungekürzten Trailer zum Film spiele ich euch jetzt im Anschluss nochmal ein. Da ist auch besagte Szene drin, aus der ihr die Antwort entnehmen könnt. Schreibt mir die, wie gesagt, in die Kommentare. Allen Teilnehmenden drücke ich die Daumen. Ich freue mich sehr, wenn ihr hier unten auf Abonnieren drückt und dem Video einen Daumen nach oben lasst. Ich freue mich auch, wenn ihr hier bald wieder reinschaltet und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Diese Ringe stehen für die innige Hingabe, die sie beide... Dort steht ihr bei, Thomas! Entschuldigung. Es geht um Leben und Tod. Setz den Ring ein und rette mich. Jetzt sofort. Schneemine. Oh, why? Ich hoffe nur, wir sind nicht zu spät. Großer Gott, jetzt gibt es schon 2 von denen. Was ist denn passiert? Okay, die Kurzfassung? Robotnik ist zurück. Ich habe die Quelle zu ultimativer Macht entdeckt. Wir müssen ihn kriegen, sonst geht die Welt unter. Sie haben etwas mitgebracht, ein
Weltraumstachelschwein. Ich bin ein Echidna-Krieger. Igel. Es ist Zeit, sich von der Menschheit zu verabschieden. Willkommen in der neuen Normalität. Das ist der Moment, der große Held zu sein. Ist ein mieser Zeitpunkt, aber ich habe ehrlich gesagt keinen richtigen Plan. Hey, du hast ja so einen Fleck auf deiner... Oh nein. Hat jemand ein Uber gerufen? Es ist kalt hier drin. Ich heiz euch etwas ein. Oh toll, der Winter Soldier. Fürchtet euch nicht, Bürger. Du bist echt mies in sowas! Deine negative Einstellung hilft hier niemandem. Wir halten zusammen. Egal, was passiert. Du bist untalentiert. Untrainiert. Unwürdig! Du hast was vergessen. Unaufhaltbar. Halt still und stirb! Für jemanden, der Knuckles heißt, schlägst du wirklich wie ein Weichei.